Hallo everybody, schön, dass ihr da seid. Heute wollen wir den Definitionsbereich der Funktion f(x) ermitteln. Die ist eine Wurzelfunktion. Der Definitionsbereich ist der Bereich, wo die Funktion f(x) eine Zahl ausgibt, eine Realzahl ausgibt. So ist besser zu sagen. Damit eine Wurzelfunktion eine richtige Zahl oder Realzahl ausgibt, muss der Term in der Wurzel größer als 0 sein. Deswegen schreibe ich als Bedingung x zum Quadrat minus 1 sollte größer als 0 sein. Damit erhalte ich x zum Quadrat ist größer als 1 und somit ist x größer als 1 oder x ist kleiner als minus 1. Warum habe ich das Vorzeichen hier gedreht? Simple. Ein kleines Beispiel, wenn ich 2 größer als 1 habe und ich möchte oder ich füge ein Minus da hinzu, dann erhalte ich minus 2 kleiner als minus 1. In dem Fall kann ich nicht sagen, 2 ist kleiner als 1. Würde keinen Sinn machen. Deswegen kehrt man quasi das Vorzeichen um, wenn wir ein anderes Vorzeichen in einer Ungleichung anbringen möchten. Dann bekomme ich zu beiden Ungleichungen als Lösung und ich muss hier den Definitionsbereich als Intervall schreiben. Dafür brauche ich meine Zahlengerade. Die geht von minus unendlich über 0 bis zum plus unendlich. Mein x sollte größer als 1 sein. Mein 1 steht irgendwo da. Deswegen die x gehören zu diesen Zahlen oder die Zahlen von x gehören in diesem Intervall. Von 1 bis zum unendlich, bis zum plus unendlich. X sollte auch nochmal kleiner als minus 1 sein. Deswegen komme ich hier und sage minus 1. Brauche ich auch die kleinere Zahl als minus 1 bis minus unendlich. Und das sind auch Werte von x. Am Ende müssen meine x folgende Werte haben, damit meine Funktion f(x) existiert. Und zwar x soll gleich minus unendlich, immer offen, weil minus unendlich ändert sich nie, also hat kein Ende. Dann gehen wir bis minus 1. Natürlich minus 1 nehme ich auch mit, weil wenn ich minus 1 in die Gleichung oben ansetze, dann erhalte ich 0 und das ist auch eine Zahl, beziehungsweise f(x) kann 0 sein oder 0 werden. Und dann mache ich Union 1 plus unendlich offen. Oder anders geschrieben, x gehört zum Menge R, ausgeschlossen sind Zahlen wie zwischen minus 1 und 1. 1 ist bitte ausgeschlossen. Damit wäre es die Antwort bzw. der Definitionsbereich dieser Funktion f von x. Ciao.